Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play L.A. Noire. Ja, im letzten Part haben wir so ein bisschen das Tutorial gemacht, wir haben alles kennengelernt, was wir für das Spiel brauchen werden. Und ich habe immer noch keine Vibration. Und ja, wir können auch über die Leiche so rübersteigen. Ja, jetzt haben wir hier eine Schießerei gesehen und eine Leiche. Und die untersuchen wir mal. Broad daylight. Crowded street. I've seen everything. Ach du Heiliger. Ah, der gute Sub. Ich glaube, ihr habt den Sound gerade gehört. Der gute Sub war fleißig. Schön, auch ein neues Let's Play von Sub. Auf dem Konfi-Kanal. So, wir sollen die Taschen abtasten. Wer war er denn? Cigaletta. Bank. Das Apartment. Auf jeden Fall haben wir schon mal seine Adresse. Perlenohrringe. Okay, Perlenohrringe. Getätigte Zahlung. Aha. Okay. Cigaletta. Layaway receipt. Pearl earrings. Made out to Bank of Arcadia. Alright, yes. Arcadia, nicht zu wechseln mit Arcadia Bay von Life is Strange. Vom guten Sub hier auch auf unserem Kanal ein Let's Play. Schleichwerbung. Interessant. Interessant. Hat er noch mehr Taschen, der gute? Oh Gott. Er wurde aber übel zugerichtet. Hat er... Können sogar seine Hände und so anschauen, wa? Oh Mann, ey. Eieiei. Hat er hier oben noch eine Brusttasche? Oh. Ah, Blut aus dem Mund. Oh, oh, der Mann hat innerlich sehr, sehr stark geblutet. Oder blutet auch noch wahrscheinlich. Mehr können wir wohl nicht anschauen. Da können wir noch seine Arme angucken, aber mehr brauchen wir nicht. Durchsuche Schauplätze gründlich, um Hinweise zu entdecken. Das machen wir doch mal. Ach, das ist doch too easy, Leute. Jetzt mal ohne Spaß. FN Browning. Serial number 01138. Might need to run it by a gun store. Eagleson's gun store's a couple blocks from here. Das war aber noch nicht alles. Die Musik ist noch da. Ah ja, hier, komm. Sir, I'm Officer Phelps. What exactly did you see? I heard the shots. I thought it was a car backfiring. I saw a girl run at the shoe store. You want to take a look around now? The witness can wait, Cole. We've got the perimeter. Ah, ich muss mich noch mehr umsehen. Skeleton goes into a bar and orders a beer and a mop. Haben wir hier auf der anderen Straßenseite? I understand you, but thousands wouldn't. Hier ist nur noch... Hier kommt die Musik. Aber was will ich noch untersuchen? Will ich vielleicht echt nochmal in den Gun-Store? Eigentlich sollte ich ja erst die Zeugin befragen, wa? Was habe ich denn hier noch nicht gefunden? Und warum geht die Vibration eigentlich immer noch nicht? Haben wir hier noch was? Ja, hier ist sonst ja nichts mehr. Doch, ich gehe da jetzt rein. Außer hier ist noch was. Oder? Can I help you, sir? Oder hier ist noch was. Ja, ich glaube, Sie können mir I'm helfen. Officer Phelps, miss. I'm here about the shooting. Did you know the victim? He was my boss, Mr. Gage. Mr. Gage's first name. Everett. And you are? Galleta. Clovis Galleta. Clovis Galleta? Das war ihr Chef und er hat doch für... Aha. Do you think you could tell me exactly what happened, miss? I look around the shops at lunch.
I was in a store when Mr. Gage, my boss, bursts in yelling that I'm late on my lunch. And? We came back. I was angry. I walked in front. I heard shots. I turned and saw Mr. Gage fall. Die Frau lügt. Seht ihr ihre Mimik, wie sie wegschaut? Wie sie sich unsicher ist? Die lügt. You're lying, Miss Coletta. You know what happened and why. You're going to tell me. There's nothing to tell. I've done nothing wrong. How can you prove different? Ja. Und zwar das. Your pearl earrings, Miss Coletta. You've been paying for them for a whole year. Stop lying and tell me what happened at the jewelry store. Oh, God! I won't lose the earrings, will I? You could lose your freedom, you little fool, if you don't stop obstructing a murder investigation. Mr. Kalu. Edgar Kalu. He runs the jewelry store. He's showing me a lovely watch. Mr. Gage bursts in. Mr. Kalu gets very angry with Mr. Gage, and they start yelling at each other. Mr. Gage tells me that all of the things in the store are junk, nickel-plated, made in Japan, and yells at me to get back to work. Then what happened? We get back here, and I hear a loud bang. Mr. Gage clutches at his back. I hear another bang, and another, and another. Mr. Gage falls to his knees. It looked very painful. Which jewelry store? Hartfield's. Broadway, between 5th and 6th. Did you see the person who shot Mr. Gage? Of course I did. Mr. Kalu looked very angry. He kept firing the gun. He kept pulling the trigger. He threw the gun in a bin and turned and walked away. Du sagst nicht die Wahrheit. Jetzt können wir auch anzweifeln, weil wir haben nichts anderes in Händen als Beweis, um ihr der Lüge zu bezichtigen. Aber wir können es anzweifeln. You're making me angry, Miss Coletta. Is that what you want? Tell me why Mr. Kalu shot Mr. Gage. Mr. Gage hates Jews. A lot of people do. It's not my fault if he has nice things. Was? Mögliches religiöses Motiv. How many shots did you hear, Miss Coletta? It's difficult to remember. It sounded like there were so many, and they were so loud. Auch wenn sie jetzt wegschaut, aber es sieht ja aus, als wenn sie das vergessen will, was sie gesehen hat. Und sie möchte sich nicht daran erinnern. Oh, nee, sieht die Mimik ist der Hammer, oder? Das sind übrigens alle Charaktere im Spiel, sind echte Menschen. Es wurden alle, die Gesichtszüge wurden alle haargenau ins Spiel rein implementiert. Das Spiel war 5 Jahre, glaube ich, in der Entwicklung. Und so unzählig viele Leute wurden dafür, ja, gebraucht, die dann ihre Gesichter quasi zur Verfügung gestellt haben. Und dieses mit diesen Mimiken, ich finde es immer noch Weltklasse. Wirklich. Ja, aber du sagst jetzt die Wahrheit, auch wenn du wegschaust. Aber du möchtest einfach nicht die Bilder mehr im Kopf haben. I need you to concentrate, Miss Coletta. Even minor details can become important later on. Well, there was one bang, and then another, and then 3 very quickly, close together. 5. Thank you for your help, ma'am. You've been very brave. We'll need you to make a formal statement about what happened to Mr. Gage. Does that mean I can still collect my... Never mind. Yes, officer, I'll make a statement. Sehr schön.
Ruhe. Don't think this is anything. Den Raum können wir hier noch durchsuchen. Warum habe ich keine Vibration? Das finde ich ein bisschen kacke. Kann mir das einer sagen? Okay, hier scheinen wir anscheinend noch irgendwo richtig zu sein. Weil hier geht die Musik an. Schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Wir wollen natürlich alles finden. Aha. Was ist das? Hasn't given me anything to go on. Oh. Echt nicht? Okay. Muss doch hier noch irgendwas geben, oder? Skalietta. Echt nicht? Hier irgendwie in der Kasse irgendwie was? Was ist da? Was liegt denn da? Aber eine Sache, weil ganz ehrlich, Leute, das stört mich. Hinweismusik, ja, Hinweishilfe. Ja, aber Vibration, akustische Signale und Controller. Mache ich das jetzt mit visuell auch noch? Das tut mir leid, weil hier Game Controller, Vibration ist an. Es tut mir leid, Leute, aber Lupensymbole. Schauen wir mal. Ah, da war so ein Lupensymbol. Hier scheint aber irgendwie nichts mehr zu sein. Liegt hier noch was? Weil ich höre immer noch die Musik und das lässt mir keine Ruhe. Kann jetzt auch sein, dass ich hier einfach kirre rumlaufe, aber ich höre immer noch die Musik. Gut, die Schuhe waren jetzt irgendwie nicht mehr so wichtig. Hier ist die Musik aus. Hier geht sie wieder an. Weißt du, sie sorgt sich doch um ihre Perlenohrringe. Also bitte. Da wurde gerade ihr Chef erschossen. Und das Einzige, um was sie sich sorgt, sind ihre Perlenohrringe. Aber jetzt waren wir überall und ich habe nichts mehr gefunden. Das ist nicht okay. We have the murder weapon. And the murderer. The girl saw it all. Our killer works at a jewelry store called Hartfield's. That's a couple of blocks from here. Thinking what I'm thinking? Tate, maintain the perimeter. Moment. Bevor wir zu dem Typen gehen, oder? Gehen wir gleich zu dem Typen. Weil eigentlich wäre ich eher Oh, da liegt was. Aha. Shell casings. These look like 32s. Die habe ich gar nicht gesehen. Das war wohl die ganze Zeit. 5. Okay, Patronenhülsen habe ich wirklich nicht gesehen. Don't you people have anything better to do? If you can fake sincerity, you got it. Ich will noch mal kurz was bei der Leiche gucken. Hier war doch nichts, ne? Naja, gehen wir auf die Arme. Den Rechnungsbetrag haben wir alles gesehen. Oh Gott. Kann hier mal einer wegräumen? Was habe ich jetzt festgelegt? Den Waffenladen, ne? Da will ich eigentlich erst hin, um mich zu vergewissern, ob dieser Kalu die da auch wirklich gekauft hat.
Straight on. Weil Go straight over. vielleicht verdächtigen wir den auch zu Unrecht. Straight on here. Gut, sie ist eine Augenzeugin, ne? Sie sollte es eigentlich wissen, aber... Next left. Okay. Macht mal ein bisschen... Kleiner Unfall. Macht mal ein bisschen Platz hier, Leute. So. Dann wollen wir da mal hin, ne? Zu diesem Waffenladen. Take the next right. Nehmen wir doch mal die nächste rechts. Oh. Sorry. Straight. Keep it straight. What's so goddamn hard about that? Ja, alles gut. Alles gut. Kollege. Kann man eigentlich... Ui, das war knapp. Oh. Ach, da will ich jetzt auf jeden Fall hin. Ask the guy about that serial number. Officers, Genau. what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir, Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. What's the make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner. Yeah. Caillou. Edgar Caillou was his name. Thing looks like he'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Thanks for your help. Gut. Ja, doch, das war wichtig. Wir haben einen Hinweis gefunden oder aktualisiert. Ja, das tut mir jetzt leid. Aber das spricht alles auf Herrn Kalu. Oder deutet alles drauf hin. Und dem Herrn Kalu werden wir jetzt mal einen Besuch abstatten, den Herrn Edgar Kalu. Anscheinend mochte der gute Typ hier gerade, oder der Mr. Gage, keine Juden und er ist Jude. Und hat ihn da wohl jetzt irgendwie aus religiösen Hintergründen erschossen. Tja, Herr Kalu. Das sieht nicht gut für Sie auf. Can I interest you in a new watch? Officer Cole Phelps, are you Edgar Kalu? No. Mr. Kalu is out back. He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Das Son of a bitch! Go, Cole, go! war klar. Hurry, officer! He's getting away! War sowas, oh, das hätte ich schon an seinem Gesicht sehen können. Dass der Junge lügt. Get back here! Where's your man? Sorry. Könnten auch schießen, ne? Könnte auf die Füße schießen. Aber den holen wir uns jetzt mit einem Spiel. Gut, war kein wirklicher Spear, aber... Oh, schön, ein mitgegeben noch. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Hat er nicht mal was zu sagen. Sehr The case that makes you, and the case that breaks you. The one you never solve. The one that keeps you awake at night. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what-ifs, the might-have-beens, the half-leads, and the half-truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Then tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking me to conduct the interview, sir? I am, young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Not to mention the fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Yes, sir. I think I am. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence,
And best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Bring me a confession, young Phelps. This is your chance. Don't fail me. Wir dürfen jetzt das Verhör mit dem guten Kalu, Edgar Kalu, durchführen. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. You followed Everett Gage and the girl back to the shoe store. You put 5 rounds in Gage's back. Gage was a bastard. Whatever he got what was coming. But it had nothing to do with me. Okay, Intuition kann zu Durchbruch. Es hat nichts mit dir zu tun. Lüge. You shot Gage, and we know why. We can put you at the scene. You can't prove anything. Ja. We know all about the argument. Miss Goleta made a statement. You're counting on the girl? You think her testimony's gonna stand up in court? You're going to the gas chamber, Edgar. That Jew-hating fuck couldn't leave me alone. I had a sale. That girl was ready to buy. Aha. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Was steht da? Was ist wenn ich da jetzt die Lüge mache? Die Frau hat gesagt, er mag keine Juden. Das ist eine Lüge, oder? Oder zweifle ich das an? Nee, ist doch eine Lüge. Was ist, wenn wir jetzt Intuition einsetzen? Das möchte ich jetzt mal gucken. Eine Antwort entfernen. Okay. Ja, komm, machen wir es mal. Okay, anzweifeln. Dann hätte ich es jetzt falsch gemacht. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stup Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. I respect your beliefs and your right to hold them. I hope for your sake the jury can commute to murder in the second degree. May God have mercy on you, sir. 2 von 2 richtig. Masterfully done, Officer Phelps. It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. I applaud a man with your talent for unwavering justice. Back to your duties for now, boyo. But here's a piece of advice. Get yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Sehr, sehr cool. Ja, perfekt. Gibt es auch gleich eine Errungenschaft, Polizeischule. Bam, bestanden. Streifendienst abgeschlossen. Du hast dir für deine Leistungen eine Beförderung verdient. Mach dich bereit für eine Versetzung. Solide Ermittlungsmethodik, Befähigung an der Dienstwaffe, höchste physische Leistungsstärke und ausgeprägte Verhörinstinkte. Bam! Strike 1.
Der Fahrersitz. The driver's seat. Ah, das sieht doch schon mehr nach Detective aus. Ha, da sind die Officers, die jetzt für uns arbeiten, die uns jetzt hier zeigen, wo es Here's your new lang geht. desk, kid. You're on traffic. The hot sheet is posted here, next to the map. What's his problem? That's Biggs. He's an institution. So this is what all the fuss is about. Why couldn't they build a freeway that goes past my place? They haven't even approved the money yet, kid. The bond issue won't be till December. It'll be years before any of this will happen. Here's your new partner, Stefan Burkowski. Heard all about you, Phelps. You go easy on me and let me earn the odd citation, and maybe we'll get along fine. I'm here to learn, Detective. He's an intense one, isn't he, Mel? Who's intense? The newly minted detective here, Cole Phelps. Hi, Phelps. I'll be keeping an eye on you. I could spend a little time basking in reflected glory. Make a change from busting hookers and dope fiends. Who was that, Commander? Roy Earl, chief detective and advice. Do they all dress like movie stars? Well, Roy is a movie star. And the whole of the seedy side of L.A. is his audience. What is that supposed to mean? Stick with me, kid. You'll find out. Now some housekeeping. Warm Central Division welcome for Detective Cole Phelps. Some of you guys may know Phelps. He's the cop who broke the jewelry store murder. Stand up and take a bow, Phelps. If it's all right with you, That's sir. an order, Phelps. Shh, quiet, everybody. Phelps is one of only 2 serving LAPD officers who received the Silver Star during the war. Really gave it those lousy Japanese, eh, Phelps? I did my best, Captain. Why you war heroes always so modest? I've partnered Phelps with everybody's favorite Pole, Stefan Bukowski. Hope you like work, kid. Bukowski sure as hell doesn't. Well, that's why we have partners, right? Okay, can it, guys. Stick with Bukowski. He's a good cop. He knows traffic inside and out. I'm gonna start you out with 1 case. You do okay, I'll give you a couple more. You screw up, you'll be rousting vagrants and running license plates. Now get down to the PE Freight Depot, 6th and Alameda. A patrolman called in a suspicious vehicle. Signs of foul play. See what you can find out. Come on, Phelps. I don't care. I don't go Ja. in for letting gangsters off scot-free. Zum PI-Güterbahnhof. Würde ich mal sagen, das machen wir im nächsten Part mit unserem neuen Partner They really Stefan pushed you through quick, didn't they? Bukowski. 6 years on patrol before I got this desk. You were here in 5 minutes. What do you want me to say? I didn't ask for any favors. Mouthpiece tore strips off me at the Ich mag grand jury. Bukowski. Case was thrown out. Unser aller Lieblingspole. Wie der gute Herr das gerade gesagt hat. Er zeigt uns jetzt den Weg hier. Oh, unser neues Auto. Ui, schicke Karre. Won the medal and is solving all the cases? Near the old gasworks and Signo Depot in the warehouse district. I'll direct. Genau, dann führ uns mal hin. Das aber im nächsten Part. Ich hoffe, Freunde, euch hat der Part gefallen. Oh, Fahrzeuge freigeschaltet. Genau, jetzt haben wir schon 2 Fahrzeuge freigeschalten. Von 95 insgesamt. 95 verschiedene Fahrzeuge im Spiel. Krass. Die werden wir hoffentlich zumindest einige finden und sehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Habt einen schönen Tag. Bis dahin, haut rein, Freunde. Ciao.